for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein Intro-Tierchen heute, nicht weil er so tolle Knoten machen kann hier, der Kollege. Ich glaube, der hat auf Futter gehofft vorher, wo ich ihn rausgeholt habe. Deswegen war er erst etwas ungestüm und hat sich dann hier sogar etwas verknotet. Nee, aber deswegen möchte ich ihn euch nicht zeigen, sondern weil er einfach super hübsch ist. Ne? Also ein Netzpython, Procamerus reticulatus, Farbmorph blond. Ne? Blond ist so ein T+-Albino. Ich glaube zumindest T+, bin ich jetzt nicht immer sicher. Auf jeden Fall Albino, amelanistisch. Wahnsinnig tolle Schlangen. Netzpython werden leider riesengroß, das wissen wir alle. Also nur wer extrem viel Platz hat, kann sich sowas ins Wohnzimmer oder in den Keller oder in den Hobbyraum oder sonst wo anschaffen, so Netzpython. Aber ansonsten ganz tolle, faszinierende Schlangen, wunderhübsch. Ich halte sie auch für echt intelligent. Gut, wird man bei dem Knoten jetzt gerade nicht unbedingt meinen, aber sie können wirklich, ich glaube, von den Boas-Pythons eine der intelligentesten Riesenschlangen. Und wie gesagt, heute für euch mein Intro-Tierchen. Normalerweise probiere ich bei Reptil TV Politik draußen zu halten, ne? Mich nicht politisch zu äußern, fällt mir manchmal schwer, aber andererseits Politik hat im Hobby, in der Freizeit ja nichts verloren oder man will damit nicht die Stimmung verderben oder ich möchte mir auch nicht die Finger damit verbrennen, mich politisch zu äußern. Deswegen mache ich das normalerweise nicht. Aktuell komme ich leider nicht drum rum, weil unser Agrarminister Cem Özdemir, den ich eigentlich als Politiker bis dato nicht schlecht fand und recht sympathisch fand. Also er wohnt hier dreiviertel Stunde von mir. Wir sind schwäbische Nachbarn sozusagen. Ich hier auf Villingen-Schwenningen. Er kommt aus Reidlingen, ne, aus Reidlingen. Reutlingen heißt es auf Hochdeutsch. Also das ist fast Tür an Tür. Wie gesagt, fand ich bis jetzt einen sympathischen, positiven Politiker. Er kommt von den Grünen. Ich finde auch die Grüne Partei generell nicht schlecht. Ich weiß, dass es Terrarianer gibt, die die Grünen verteufeln. Meiner Meinung nach ist es schon auch wichtig, dass man eine Partei hat, die sich für Umwelt- und Naturschutz einsetzt. Und das in vernünftigen Rahmen finde ich echt super. Und was ich auch an dem Herr Özdemir eigentlich schätze, dass er kein Populist ist. Ne? Meiner Meinung nach haben wir viel zu viel Populisten gerade. Und der Herr Özdemir fiel mir noch nie durch populistische Sprüche auf. Leider bis vor ein paar Tagen, als er sich in einem Interview in die Südwestpresse Ulm war's, da hat er sich zu einem Interview hinreißen lassen. Manche Menschen legen sich Tiere zu, die aus meiner Sicht in privaten Haushalten nichts zu suchen haben. Er frage sich, warum jemand etwa anspruchsvoll zu haltende, exotische Tiere wie Schlangen oder ein Chamäleon zu Hause brauche. Sie machten vor allem den Tierheimen Probleme. Das hat er von sich gegeben. Und diese Aussage finde ich durch und durch Quatsch. Ich weiß nicht, welches Vögelchen ihm das ins Ohr gesäuselt hat oder aus welchem Grund er das losgelassen hat. Aber wie gesagt, das passt gar nicht zu einem intelligenten Menschen und nicht populistischen Menschen so einen Spruch rauszuhauen. Wieso ich finde, dass es nicht passt, möchte ich euch in der Folge gern erklären. Um diesem Ganzen ein Ende zu setzen, forderte Herr Özdemir auch eine sogenannte Positivliste. Ich weiß nicht, viele von euch werden nicht wissen, was mit einer Positivliste gemeint ist. Eine Positivliste ist eine Liste, in der drin steht, welches Haustier gehalten werden darf. Da stehen dann, was weiß ich, 10, 20, 30, 50, 100, ich weiß es nicht, Tiere drauf, die laut einer Expertenkommission geeignet sind, dass der Mensch sie sich als Haustier hält.
Das ist eine Positivliste und das ist das, was der Herr Minister Özdemir in diesem Zusammenhang gefordert hat. Wie gesagt, was dann da drauf steht, ob so ein, in dem Fall jetzt ein Königspython, ne, was ja wahrscheinlich unter die Begrifflichkeit fällt, beziehungsweise auch aufgezählt wurden, ne, Schlangen und Chamäleons, ob die dann auf so einer Positivliste draufstehen würde, wage ich stark zu bezweifeln. Ich frage mich einfach, was die Argumentation dahinter ist. In diesem Zeitungsbericht war relativ wenig Argumentation drin, letztendlich nur 3 Punkte Argumentation, die möchte ich aufgreifen. Ein Punkt oder wohl eine wichtige Kernaussage war, dass die Tierheime voll sind mit diesen exotischen Tieren. Das ist schlichtweg, stimmt es einfach nicht, ne? Also das lässt sich ja auch schnell und einfach nachprüfen. Bei den Tierheimen anfragen, welche Tiere denn den Tierheimen Probleme machen, ne? Oder welches Tierheim unter der Last von Reptilien zusammenbricht. Also ich behaupte, man wird nicht ein Tierheim in ganz Deutschland finden, das sagt, ach um Gottes Willen, wir haben so wahnsinnig viele Reptilien, wir haben gar keinen Platz mehr für die vielen Hunde und Katzen, die wir aufnehmen müssen. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Die platzen aus allen Nähten vor Hunde und Katzen. Aber Reptilien, also ich möchte nicht sagen, dass es gar keine Reptilien in einem Tierheim gibt. Das wird sicherlich der Fall sein. Ich würde behaupten, das Wort Chamäleon ist gefallen in der Aussage. Ich würde behaupten, also wenn man in ganz Deutschland in einem Tierheim, in allen Tierheimen in ganz Deutschland 10 oder 20 Chamäleons finden, dann ist es, glaube ich, viel. Also da würde ich mich sogar auf die Aussage festnageln lassen. Und wie gesagt, ich behaupte, dass es bei den Tierheimen definitiv keine Problematik mit Reptilien gibt. Aber das lässt sich ja auch einfach nachprüfen. Vielleicht kann das der Herr Özdemir mal nachprüfen lassen. Und dann wird er feststellen, upsie, da habe ich wegen eine falsche Aussage getroffen. Dann muss er die zumindest von seiner Liste der Vorwürfe, die er gegen diese Tiere erhebt, schon mal streichen lassen. In dem Interview war die Rede von exotischen Tieren. Man braucht keine exotischen Tiere. Da frage ich mich jetzt, was sind exotische Tiere? Da habe ich gleich mal den Duden zur Hand genommen, habe geschaut, was heißt denn exotisch. Da kommt dann Exot, ein männliches Lebewesen aus einem fernen Land, also so sinngemäß, ne, ist die Übersetzung. Also Exot männlich, naja gut, gibt es natürlich auch weiblich, aber aus einem fernen Land. Ach so, genau, und ein Synonym von Fremder, ne, also fernes Land und Fremder. Herr Özdemir, das passt gar nicht, dass Sie was gegen Fremde oder Menschen aus fernen Ländern haben. Nee, aber Spaß beiseite. Also die Definition exotisch allein finde ich schon, also die gibt es ja schon lange, das ist ja jetzt nicht vom Minister Özdemir ins Leben gerufen worden, sondern das schwirrt schon lang im Internet rum. Zum Beispiel die Tierrechtsgruppen führen das immer wieder auf mit exotische Tiere oder Exoten im Wohnzimmer und was weiß ich was. Finde ich schon immer Schwachsinn. Wieso finde ich Schwachsinn? Hier habe ich jetzt einen Hamster. Ist dieser Hamster, also gerade die zungarischen Zwerghamster zum Beispiel, gibt es ja schon lang als Haustier. Ist dieser Hamster jetzt ein Exot? Ne? Also er kommt ja auch von relativ weit her. Ne? Wir reden ja hier nicht vom deutschen, was gibt's, Feldhamster gibt es ja in Deutschland. Aber ansonsten kommen die alle irgendwo aus dem Kaukasus und weiß der Herrgott wo. Ne? Oder das Meerschweinchen lebt in Südamerika in den Anden. Ist das Meerschweinchen deswegen ein Exot, weil es aus den Anden kommt? Ne? Also die Liste wäre unendlich lang. Ne? Der Wellensittich aus Australien, ist der ein Exot oder ist er kein Exot? Also was ist denn da die Definition? Heißt es, dass die Reptilien, die in der Terroristik gehalten werden, sind Exoten, weil sie von weit her kommen, aber andere Sachen sind keine Exoten? Also die Definition an sich macht ja schon mal überhaupt keinen Sinn. Hier habe ich jetzt einen Kronengecko, Rhacodactylus ciliatus, kommt aus Neukaledonien, also nicht er, sondern seine
Urvorfahren. Wir sind uns einig, Neukaledonien ist ewig weit weg, also handelt es sich hier um einen Exoten. Man muss wissen, die Kronengeckos wurden vor knapp 30 Jahren wiederentdeckt auf Neukaledonien von einem Terrarianer, ein deutscher Terrarianer sogar. Die galten als ausgestorben. Der ist da hingegangen, hat gesagt, ach, das kann doch nicht sein, Neukaledonien hat so riesige Wälder, da wird es doch noch diese Kronengeckos geben. Hat die tatsächlich wiederentdeckt. Man hat 9 Tiere legal exportiert. Mittlerweile hat sich das zu einem der beliebtesten Terrarientiere entwickelt. Es gibt in der Terraristik hunderttausende Kronengeckos. Ne? Also in der Natur wird es vermutlich noch einige 10.000 geben oder vielleicht gibt es auch noch 100.000. Aber in der Terraristik gibt es definitiv mehr, wird seit zig Generationen gezüchtet, gibt es verschiedene Farbschläge und so weiter. Also dieses Tier hat meiner Meinung nach mit exotisch gar nichts mehr zu tun oder beziehungsweise das ist ein Tier, wo seine Daseinsberechtigung als Haustier doch bestimmt errungen hat und wo man nicht sagen kann, oh Gott, das Tier fehlt in der Natur. Wie gesagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Genauso das Chamäleon, das ich vorher gezeigt habe, ne, das war ein Panther-Chamäleon. Oder die Jemen-Chamäleons werden seit zig Generationen in der Terraristik gezüchtet. Also ich weiß nicht, wie viel es noch im Jemen gibt, ne, das kriegsgebeutelte Jemen. Ich weiß nicht, wie viele Chamäleons diesen Krieg überlebt haben oder noch überleben werden. Aber ich weiß, dass es in der Terraristik so viele von denen Jemen-Chamäleons gibt. Die züchten immer weiter. Es ist ein ganz tolles Terrarientier oder Haustier, das wirklich Spaß macht, das man gut halten kann. Also dieser Begriff Exotik und den irgendwie auf alle Echsen, Schlangen, Schildkröten zu übertragen, das macht überhaupt keinen Sinn. Der Königspython, den ich ganz am Anfang auf der Hand hatte, Königspython ist die meistgehaltene Schlange in der Terraristik, wird auch seit zig Generationen gezüchtet in allen möglichen Farben, wie wir vorher gesehen haben. Diese Farbe, die gibt es einerseits so in der Natur als Mutation, aber gibt es natürlich auch in der Terraristik. Also nichts, was wir in der Natur wegnehmen. Man könnte jetzt sagen, okay, dann setzt diese 4, 5 auf die Positivliste, aber das sind eben nicht 4, 5 Arten. Also da könnte ich jetzt stundenlang wahrscheinlich verschiedene Arten vorstellen, die es verdient haben. Von dem her fehlt mir hier die Grundlage oder das Argument zu sagen, Reptilien sind generell als Haustier nicht geeignet und sollten deswegen verboten werden oder mit Positivlisten belastet werden, macht überhaupt keinen Sinn. Und um dem Ganzen jetzt die Krone aufzusetzen, und ich gebe zu, es wird auch Terrarianer geben, die jetzt sagen, nee, also das muss ja wirklich nicht sein. Meiner Meinung nach, hier habe ich so einen kleinen Glattstirnkaiman. Glattstirnkaiman ist ein Krokodil, das wird so 1,20 Meter, 1,30 Meter, 1,40 Meter, also mit Schwanz, ne? Hälfte davon Schwanz. Wenn jemand zu Hause den Platz zur Verfügung stellt und sagt, ich habe einen großen Keller, den ich mir ausbaue, oder ich habe einen großen Hobbyraum oder sowas, wieso soll der sich nicht so einen kleinen Kaiman halten? Diese Tiere, die werden gezüchtet, ne? Jetzt, das ist zum Beispiel auch Nachzucht aus einem Zoo, die werden gezüchtet. Der wird natürlich nicht der Natur entnommen oder irgendwas in der Art. Und wenn da jemand Spaß dran hat und sich den zu Hause hält, der kann niemand gefährlich werden. Eben vom Platzbedarf ist er, ich würde mal sagen, wie zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand eine große Modelleisenbahn in den Keller baut, dann sagt ja auch keiner, so ein Spinner, da ist ja der ganze Keller voll mit der Modelleisenbahn. Ja, wenn der sich hier so ein Terrarium für das Krokodil reinbaut, dann ist das doch auch jedem selber überlassen. Der tut niemand anderem weh und der nimmt niemand was weg und der nimmt nichts aus der Natur. Also warum nicht? Oder eben große Schlangen. Also bei meinem Intro-Tierchen, dieser Netzpython, den ich auf der Hand hatte, die werden riesengroß. Und
die wenigsten Terrarianer werden die sich halten können, aber wenn einer diesen Platz zur Verfügung stellt, dann soll er das doch meiner Meinung nach machen. Das ist doch irgendwo unser Grundrecht. Und wie gesagt, natürlich muss ich den Platz zur Verfügung stellen. Natürlich darf ich das Tier nicht quälen und einsperren. Ne? Und das ist der Punkt, auf den ich jetzt als nächstes kommen will. Der Mensch hält sich schon immer Haustiere. Ne? Das ist bei uns in unserem reichen Westen so. Das ist aber selbst in armen Ländern so. Das ist im brasilianischen Dschungel bei den indigenen Völkern, die halten sich Haustiere, ne? Sei es ein Affe, was weiß ich, da gibt es wirklich die verrücktesten Sachen oder die Vogelspinne an der Schnur oder sowas. Der Mensch hat sich schon immer Haustiere gehalten, hält sich Haustiere. Die Frage ist, akzeptiere ich das oder möchte ich das verbieten? Ne? Also wenn jetzt die Grüne Partei oder der Agrarminister Özdemir die Haustierhaltung generell verbieten möchte, dann sind wir natürlich auf einem ganz radikalen Kurs. Das ist dann der gleiche Kurs, den die sogenannten Tierrechtsorganisationen wie PETA und Vier Pfoten und wie sie alle heißen, die sagen ja, der Mensch hat kein Recht, ein Tier zu halten. Das ist eine grundlegende Frage. Ich gehe davon aus und ich vertraue in die Partei der Grünen, dass die Grünen nicht der Meinung sind, dass der Mensch keine Haustiere mehr halten darf. Also da geht es ja dann um alle Haustiere, ne? Wie gesagt, Hund, Katze, alles, jedes Haustier ist laut diesen Tierrechtsorganisationen nicht legitim zu halten. Gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall ist bei den Grünen. Dann stellt sich eben die Frage, welches Haustier kann ich gut und artgerecht halten? Und dazu sagen, ein Exot, ne, wieder das Stichwort Exot, und aufzuzählen, Chamäleon oder Schlange, ist nicht geeignet. Da mache ich meiner Meinung nach sogar den größten Fehler. Den Hamster, den ich vorher in der Hand hatte, also ich glaube, der Hamster, den halte ich für deutlich ungeeigneter als Haustier. Ne? Oder das Meerschweinchen oder den Hasen oder den Wellensittich, den man schon seit Jahrhunderten in der westlichen Welt als Haustier hält. Der Vogel, der fliegen will, ne? Ich kann nicht einen Vogel im Käfig halten und sagen, der Vogel ist okay, und aber sagen, das wechselwarme Tier, das Reptil, das ein Lauerjäger ist, der sich versteckt, der in der Natur ebenfalls auf kleinstem Raum auf Lauer liegt, ne? Das zu sagen, dass das ungeeignet ist, das macht überhaupt keinen Sinn, oder da fehlt mir jedes Argument dafür. Ne? Wenn die Leute in den Zoo gehen an den Schlangenterrarien vorbei oder bei den Krokodilen oder egal wo, dann sagen sie, oh, die sind ja langweilig, die liegen nur faul rum oder sowas. Ja? Genau, ein Reptil liegt mehr oder weniger die ganze Zeit faul rum, lauert auf Beute, frisst einmal die Woche oder alle 2 oder alle 3 oder alle 4 Wochen, oder eine Echse frisst alle paar Tage. Aber es ist ein Tier, das einen unheimlich geringen Platzbedarf hat, das keinerlei Bedarf hat, sich die Füße zu vertreten, wie ein Säugetier. Ein Reptil würde nie aus Langeweile rumlaufen, ne? Wie es ein Säugetier macht, wie es ein Hund machen will, machen muss, ne? Oder eine Katze oder sowas. Das machen die nicht, das liegt nicht in ihrer Natur, genau das Gegenteil. Die wollen Energie sparen, also liegen sie faul rum. Von daher ist doch es genau andersrum, dass diese Tiere als Haustier sogar besser geeignet sind. Ne? Das nächste Argument ist die Intelligenz. Ein Reptil, da sind wir uns bestimmt auch alle einig, ist, was die Intelligenz betrifft, deutlich unterm Säugetier. Ne? Also man wird es manchmal nicht glauben, aber es ist definitiv so. Ne? Ein Hund, eine Katze mit viel höherer Intelligenz, dem kann ich doch viel eher ein Leid zufügen, wenn ich die schlecht halte, wenn ich nicht mit meinem Hund nicht regelmäßig rausgehe oder wenn ich meine Katze vielleicht alleine halt und mich überhaupt gar nicht um die Katze kümmere und so weiter. Also denen füge ich 100-mal mehr Leid zu, wie wenn ich ein Reptil, by the way, die Reptilien sind Einzelgänger in der Natur, fast alle. Ne? Also auch in der Natur werde ich ein Reptil so gut wie immer oder eine Schlange so gut wie immer allein antreffen, nicht mit anderen. Die will keine anderen Tiere um sich herum, der will allein seine Ruhe haben. Also sämtliche Argumente sprechen dafür, dass dieses Reptil viel besser geeignet ist als Haustier. Also dieses Argument ist auch völlig, oder da gibt es eben keine Argumente dafür, die dieses
dieses Missverständnis untermauern, wieso man eine Schlange und ein Chamäleon als Haustier halten sollte. Meiner Meinung nach ist es, ich will jetzt sagen, jedem selbst überlassen, was er sich für ein Haustier hält. Da sind wir uns definitiv einig, der Herr Özdemir und ich bestimmt auch beide einig, dass ein Tier artgerecht gehalten werden muss. Dass dieses Chamäleon sich wirklich artgerecht halten lässt und dass das eben nicht der Natur entnommen wird, sondern sich zu Tausenden, Zehntausenden züchten lässt und sich eignet, das habe ich gerade schon erörtert. Andere Leute wollen halt doch lieber die Katze oder den Hund als Haustier. Ich denke, das ist jedem seine Sache, ne? Aber jemanden abzusprechen oder uns Terrarianer abzusprechen und sagen, nee, ihr sollt jetzt keine Reptilien mehr halten, kauft euch Hund oder Katze oder Meerschweinchen oder was auch immer. Wie gesagt, macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Lieber Herr Özdemir, falls Sie irgendwie zufällig diese Reptil-TV-Folge zu Gesicht bekommen oder irgendjemand, der den Cem Özdemir kennt und sagt, du Cem, geh mal zu dem Stefan, der zeigt dir mal, dass die Reptilien doch ganz nette Tiere sind. Macht es bitte, wäre wirklich mal schön vielleicht, wenn man das persönlich erörtern könnte oder wenn man diese Zweifel von dem Herrn Özdemir vielleicht tatsächlich mal persönlich aus der Welt schaffen könnte. Wird wahrscheinlich nicht sein, aber zumindest habe ich es hier hoffentlich einer breiten Zuhörerschaft mitgeteilt und vielleicht können wir das weiter verteilen, dieses Video, beziehungsweise eben, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dieser Meinung seid, wenn ihr meiner Argumentation vor allem folgen könnt und sagt, jawohl Stefan, da hast du in allen Punkten recht oder Moment, ein Punkt hast du falsch, dann macht's bei den Kommentaren rein, bin ich gespannt, ob ich irgendwas falsch dargelegt habe oder ob ihr noch 2, 3 noch bessere Argumente dafür habt. Je nachdem, bin gespannt auf euer Feedback. Lasst mir einen Daumen hoch da und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Reptil TV.